Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's gut, danke. Heute möchte ich über etwas sprechen, das ich in den Nachrichten gehört habe. Hast du von Wechselkursen gehört? Ja, das habe ich. Wechselkurse sind die Preise, zu denen eine Währung gegen eine andere eingetauscht werden kann. Zum Beispiel, wenn du US-Dollar in Euro umtauschen möchtest, musst du den Wechselkurs kennen. Genau. Ich habe gelesen, dass sich der Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und dem Euro kürzlich geändert hat. Früher war es 1 Dollar gleich 0,85 Euro, aber jetzt ist es 1 Dollar gleich 0,80 Euro. Oh, ich verstehe. Wenn ich also 100 Dollar habe, würde ich jetzt 80 Euro bekommen statt 85 Euro. Das bedeutet, dass der Euro stärker geworden ist. Ja, genau. Wenn der Euro stärker ist, kostet es mehr Dollar, um Euros zu kaufen. Diese Änderung des Wechselkurses kann viele Dinge beeinflussen. Zum Beispiel, wenn du nach Europa reist, musst du mehr Dollar bezahlen, um den gleichen Betrag an Euros zu bekommen. Das ist interessant. Ich erinnere mich, als ich letztes Jahr in Frankreich war der Wechselkurs sehr anders. Ich bekam 85 Euro für meine 100 Dollar. Jetzt ist der Kurs niedriger, also würde ich weniger Euros bekommen, wenn ich heute mein Geld umtausche. Stimmt, das ist wichtig für Reisende. Ein guter Wechselkurs bedeutet, dass du mehr ausländische Währung für dein Geld bekommst, was dir hilft, weniger auszugeben, wenn du ein anderes Land besuchst. Aber warum ändern sich die Wechselkurse? Ich habe gehört, dass sie von vielen Faktoren abhängen. Ja, es gibt mehrere Gründe, warum sich Wechselkurse ändern. Ein Grund sind die wirtschaftlichen Bedingungen. Wenn die Wirtschaft eines Landes stark ist, kann auch seine Währung stärker werden. Zum Beispiel, wenn die US-Wirtschaft gut läuft, könnte der Dollar im Vergleich zu anderen Währungen stärker werden. Ich verstehe. Wenn die USA also eine niedrige Inflation und hohe Beschäftigung haben, könnte der Dollar im Wert steigen. Genau. Ein weiterer Grund sind die Zinssätze. Wenn ein Land hohe Zinssätze hat, kann es ausländische Investitionen anziehen. Das kann die Währung stärken. Wenn die USA beispielsweise die Zinssätze erhöhen, möchten vielleicht mehr Menschen in US-Dollar investieren, was dazu führt, dass der Dollar im Wert steigt. Das macht Sinn. Ich habe auch gehört, dass politische Stabilität die Wechselkurse beeinflussen kann. Wenn ein Land stabil ist und eine gute Regierung hat, ist die Währung eher stark. Ja, politische Stabilität ist sehr wichtig. Wenn es Unsicherheiten gibt, wie Wahlen oder Konflikte, kann die Währung schwächer werden. Investoren bevorzugen stabile Länder, weil sie sich sicher fühlen, dass ihr Geld dort sicher ist. Also sind wirtschaftliche Bedingungen, Zinssätze und politische Stabilität einige der Schlüsselfaktoren, die die Wechselkurse beeinflussen. Ja, und es gibt auch Marktspekulationen. Manchmal kaufen und verkaufen Händler Währungen basierend auf ihren Vorhersagen über zukünftige Veränderungen. Das kann den Wechselkurs schwanken lassen, selbst wenn die wirtschaftlichen Bedingungen stabil sind. Ich verstehe. Es ist wie ein Spiel von Angebot und Nachfrage. Wenn viele Menschen Dollar kaufen möchten, steigt der Preis, und wenn nur wenige Menschen sie wollen, sinkt der Preis. Genau. Deshalb können sich die Wechselkurse im Devisenmarkt jede Minute ändern.
Zum Beispiel kann $1 in einem Moment 0,80 Euro entsprechen und ein paar Minuten später kann es 0,81 Euro sein. Das ist sehr interessant. Ich wusste nicht, dass sich die Kurse so oft ändern. Es muss schwierig sein, den Überblick zu behalten. Ja, das kann herausfordernd sein. Viele Banken und Websites bieten Echtzeitwechselkurse an, damit die Menschen die aktuellen Preise sehen können. Ich überprüfe immer den Kurs, bevor ich mein Geld bei der Bank umtausche. Ich auch. Ich möchte das beste Angebot bekommen, wenn ich reise. Manchmal warte ich sogar ein paar Tage, wenn ich weiß, dass der Kurs steigen wird. Das ist eine kluge Strategie. Vorauszuplanen kann dir helfen, Geld zu sparen. Ich habe auch gehört, dass einige Leute eine Währungsumrechner-App auf ihren Handys verwenden. Diese Apps zeigen dir den aktuellen Wechselkurs und helfen dir zu berechnen, wie viel du bekommst, wenn du einen bestimmten Betrag umtauschst. Ja, ich benutze eine Währungsumrechner-App, wenn ich reise. Sie ist sehr einfach zu bedienen. Ich gebe einfach den Betrag in Dollar ein und sie zeigt mir den Gegenwert in Euro oder einer anderen Währung. Ich finde diese Apps auch sehr nützlich. Sie helfen mir zu verstehen, wie viel Dinge in einem anderen Land kosten. Wenn zum Beispiel ein Essen in Frankreich 20 Euro kostet, kann ich schnell sehen, wie viel das in Dollar ist. Das macht das Einkaufen und Planen im Ausland einfacher. Ich erinnere mich, als ich ein Souvenir in Paris gekauft habe. Der Verkäufer nannte den Preis in Euro und ich nutzte meine App, um den Dollarpreis zu überprüfen. Das half mir zu entscheiden, ob der Artikel ein gutes Angebot war. Genau. Den Wechselkurs zu kennen, hilft dir, informierte Entscheidungen zu treffen. Es ist auch wichtig für Unternehmen, die international handeln. Firmen müssen den Wechselkurs kennen, um die Kosten von Waren und Dienstleistungen in verschiedenen Währungen zu berechnen. Ja, ich habe gelesen, dass viele Unternehmen Hedging-Strategien nutzen, um sich vor Wechselkursschwankungen zu schützen. Sie könnten einen bestimmten Betrag an ausländischer Währung zu einem festen Kurs kaufen, um Verluste zu vermeiden, wenn sich der Kurs ändert. Das ist richtig. Hedging hilft Unternehmen, Risiken zu managen. Es ist wie eine Versicherung gegen Währungsschwankungen. Wenn ein US-Unternehmen Waren aus Europa importiert, könnte es sich beispielsweise darauf einigen, einen festen Kurs in Euro zu zahlen, selbst wenn der Euro später teurer wird. Das klingt sehr klug. Es hilft Unternehmen, ihre Budgets zu planen und unerwartete Kosten zu vermeiden. Ich habe auch gelernt, dass Touristen vorsichtig sein sollten, wenn sie Geld an Flughäfen oder Touristenorten umtauschen. Die Kurse an diesen Orten sind oft schlechter als bei Banken. Ja, das stimmt. Ich versuche immer, Geld bei einer Bank umzutauschen oder einen Geldautomaten zu nutzen, der einen guten Wechselkurs bietet. Am Flughafen können die Kurse sehr niedrig sein und du könntest beim Umtausch Geld verlieren. Ich stimme zu. Ich ziehe es vor, Bargeld von einem Geldautomaten in der lokalen Währung abzuheben, anstatt Geld am Flughafen umzutauschen. Geldautomaten bieten dir normalerweise einen besseren Kurs. Das ist ein guter Tipp. Es ist wichtig, die Kurse zu vergleichen, bevor du einen Umtausch vornimmst. Manchmal überprüfe ich sogar 2 oder 3 Banken, um zu sehen, welche den besten Kurs anbietet. Das ist eine großartige Idee. Preise zu vergleichen kann dir helfen, Geld zu sparen. Ich habe noch eine Frage. Denkst du, dass sich die Wechselkurse in Zukunft verbessern werden? Es ist schwer vorherzusagen. Wechselkurse hängen von vielen Faktoren ab und können sich schnell ändern. Wenn die US-Wirtschaft jedoch weiterhin wächst und die Zinssätze hoch bleiben, könnte der Dollar wieder stärker werden. Ich hoffe, das ist der Fall. Ein starker Dollar macht das Reisen für mich günstiger.
Aber ich weiß auch, dass manchmal ein schwächerer Dollar Exporteuren helfen kann, weil ihre Waren für ausländische Käufer günstiger werden. Ja, das ist wahr. Eine schwächere Währung kann Exporte wettbewerbsfähiger machen. Es geht um das Gleichgewicht. Volkswirtschaften müssen sich an veränderte Bedingungen anpassen, und Wechselkurse helfen, diese Veränderungen widerzuspiegeln. Vielen Dank, Alice, dass du mir die Wechselkurse erklärt hast. Ich habe heute viel gelernt. Gern geschehen, Tom. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch hatten. Es ist wichtig, Wechselkurse zu verstehen, vor allem wenn du reist oder international Geschäfte machst. Ich stimme zu. Ich werde den Wechselkurs vor meiner nächsten Reise nach Europa überprüfen. Ich möchte sicherstellen, dass ich das beste Angebot bekomme, wenn ich mein Geld umtausche. Das ist ein guter Plan. Denk daran, deine Währungsumrechner-App zu verwenden und die Kurse bei verschiedenen Banken zu vergleichen. Du kannst Geld sparen, wenn du im Voraus planst. Das werde ich auf jeden Fall tun. Danke nochmals für die Informationen, Alice. Ich genieße immer unsere Gespräche. Ich auch, Tom. Es macht Spaß, gemeinsam Neues zu lernen. Lass uns bald wieder über ein anderes interessantes Thema sprechen. Ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Hab einen großartigen Tag, Alice. Du auch, Tom. Pass auf dich auf. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du kein kostenloses Übungsgespräch verpasst. Bis zum nächsten Video.